Wann wird der Engpass zum Engpass? Vorschuss für Deutschland und der lange Schatten der FED. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Zum Glück sind wir weit weg von den Ereignissen, die sich im Nahen Osten abspielten. Zum Glück war es Sonntag und die Börsen geschlossen. Nach den Erstinformationen waren die Wahrscheinlichkeiten gering für eine massive Eskalation. Und somit blieben die Märkte relativ gesehen ruhig. Als erstes fällt einem der Ölpreis dazu ein. Die erste Grafik, der Anstieg von rund $65 auf knapp unter 80, war kräftig, aber nicht panisch. Mit der Ankündigung des einseitigen Waffenstillstands oder wie man es auch immer nennen kann, bremst sich das Niveau kräftig ein, wie ihr sehen könnt. Daher werden die Auswirkungen auf die Aktienmärkte verhalten sein. Kurt hat dazu letzte Woche berichtet. Unterm Strich bleibt sogar in den letzten Tagen ein kleines Plus. Risikoprämien für Unternehmensanleihen und Renditen für Staatsanleihen waren kaum verändert. Was ist die größte Herausforderung? Neben Angriffen auf Rohöllager oder US-Militärbasen durch den Iran oder durch Terrorgruppen ist es tatsächlich die Blockade der Straße von Hormuz, die das größte Risiko birgt. Diese 30 Seemeilen breite Passage ist nur auf 2 Seemeilen international schiffbar. Jährlich passieren hier ca. 30.000 Schiffe die Meerenge, also knapp 80 bis 100 pro Tag. Alle Golfanrainerstaaten nutzen den Wasserweg, um Energie vor allem nach Asien, hier im speziellen China, die USA und Europa zu liefern. Kurz gesagt, mehr als 20% des Öl- und Gasbedarfs werden hier verschifft. Daher ist das Interesse einer Blockade aller Staaten, auch des Iran, gering. Mit einer Blockade ist ein Schock unausweichlich und ein Einschreiten, also eine Räumung der Amerikaner, unumgänglich. Werfen wir einen Blick nach Europa. Gestern hat das IFO-Institut den Geschäftsklimaindex für Deutschland veröffentlicht. Die Zahlen waren sehr erfreulich und deuten einen Aufstieg aus der Krise in Richtung Erholung an. Verbessert haben sich folgende Bereiche: der Dienstleistungssektor, der Handel, hier vor allem der Großhandel und das Baugewerbe. Das verarbeitende Gewerbe, also Industrie und Gewerbe, ist mit der aktuellen Situation noch nicht zufrieden. Vor allem der Auftragsstand lässt noch zu wünschen übrig. Aber beim Blick in die Zukunft, zumindest in die nächsten 6 Monate, sind die Unternehmen hoffnungsvoll. Dort, wo die neue deutsche Regierung Initiativen gesetzt hat, fängt schon langsam das Pflänzchen an zu wachsen. Was beschäftigt uns in den nächsten Wochen in den USA? Zum einen die FED-Sitzung nächste Woche, auf der zweiten Seite das Ultimatum für die Zöllner im Juli und der Stichtag 4. Juli für das Steuerpaket. Das Steuerpaket wurde vom Repräsentantenhaus abgearbeitet und somit erledigt. Es fehlt noch die Zustimmung des Senats bzw. eine Einigung beider Häuser auf ein gemeinsames Gesetz. Bei den Zöllen gab es bis dato wenig Neuigkeiten. Großbritannien und Pakistan sind bekannt, der Rest ist immer noch Verhandlungssache. Und Fed-Gouverneur Powell stand gestern Nachmittag Rede und Antwort vor dem Kongress. In den letzten Tagen gab es schon vermehrt Stimmen für eine raschere Senkung der Leitzinsen. Christopher Waller und Michelle Bowman konnten sich aufgrund der zuletzt gesunkenen Inflation noch eine Anpassung vor dem Sommer vorstellen. Dazu die letzte Grafik. Die hellblaue Linie stellt die tieferen Niveaus der Leitzinsen gegenüber den Erwartungen der letzten bzw. des letzten Monats dar. Ja, das war's auch schon heute in aller Kürze. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch viel Erfolg, einen schönen Sommer, gesund bleiben, euer Leri.